herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Kathi und ich möchte dir heute meine Häkelsachen zeigen. Ja, noch als kleine Info, dienstags immer ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Häkelarbeiten. Ja, die Woche verging wie im Flug. Meine Güte. Also ratzfatz, alles fertig und wieder Wochenende. Das ist ja auch gut so, um Himmels Willen. Aber manchmal fragt man sich, wo ist die Zeit geblieben? Ja, nichtsdestotrotz, ich habe leider nur ein wenig handarbeiten können. Aber gut, das ist halt so. Und ich freue mich immer, auch wenn es nur ein wenig ist ja immer noch besser als gar nichts. Ja, ich habe hier zum Beispiel die kleine Tasche fertig gemacht. Da ist jetzt der Henkel dran gekommen und ja, sie ist fertig. Total goldig, finde ich. Ganz süß. Handy passt rein, Portemonnaie passt rein, Tempos passen rein, passt alles rein. Also alles nicht, aber die kleineren Sachen passen schon rein. Ja, mit so einem kleinen Henkelchen hier. Das ist aus einfachen Stäbchen gehäkelt. Ist das eine ganz süße Tasche geworden. Und die werde ich jetzt dann auch meiner Freundin geben. Ja, gehäkelt habe ich die Tasche mit einer Vierernadel und Garn von Teddy war das hier. Ja. Aber wie gesagt, ich finde sie sehr, sehr süß. Eine goldige kleine Tasche. Könnte man jetzt auch noch einen größeren Schultergriff dran machen, also für über die Schulter zu hängen, Schultergurt. Aber sie wollte nur so was Kleines und dann kriegt sie das auch. Ich meine, das kann man ja trotzdem dann so über den Arm tragen. Ja, also über den Unterarm. Ja. Ja, jetzt bekommt sie das. Und dann habe ich, wie gesagt, die Tasche gemacht und ich habe hier noch an meinem Tuch weitergearbeitet mit der 3,5er Nadel und einem Garn von der Miss Pimpinella. Wundert dich nicht, die Banderole ist jetzt bei ihr anders. Das hier ist noch ein älterer Bobbel von ihr. Das hatte ich mal in einem Überraschungsbobbel-Set drin. Ich glaube aber, das waren 2. Also das konnte man so auswählen, ob man einen 1000 Meter Überraschungsbobbel haben wollte. Und dann auch die Farbenstärke konnte man auswählen. Also ob dreifädig, vierfädig. Ja, und ich hatte da mir dreifädig ausgesucht, einen 1000 Meter, eine Überraschung. Und sie hat einen süßen Etsy-Shop, wo sie ganz viele Sachen für die Handarbeit hat. Unter anderem also Bobbel, ganz viele schöne. Und auch diese Bobbeldosen, die süßen. Und auch ja, alles Mögliche. Ja, und mit dem Überraschungsbobbel von ihr mache ich dieses Tuch. Also, das ist hier vorne, hat das ein schönes, einfaches Muster. Und hier hinten sozusagen, also im mittleren Teil des Tuches, ich drehe es gerade mal, habe ich mir die Libellen rein gearbeitet. Also häkle ich die Libellen rein. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe nachher überlegt, ob ich hier noch was hin hätte machen können. Aber ja, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt bleibt es so. Und jetzt werde ich das auch so fortführen, dass die so schräg einfach laufen. Vielleicht nachher, wenn das hier zu viel ist, dass ich dann noch was, also hier, wenn es hier zu viel wird, dass ich dann noch was dahin mache. Aber jetzt erstmal nicht. Also jetzt mache ich erst noch mal hier meine angefangene Libelle fertig und dann vielleicht, weil dann hat man ja hier schon wirklich einen sehr großen Zwischenraum, wo da nichts ist und ich denke, dass ich da dann
vielleicht auch noch eine Libelle sozusagen von der Innenseite mit einbaue. Ja, genau. Hier ist noch so ein Glitzerfaden mit dabei, also hier drin. Den habe ich mir aber selber hinzugefügt, und zwar sind das waren S2 Knäule aus dem Teddy Let Your Yarns, und ja, die hatte ich da gekauft. Das war Polyester, Entschuldigung, und Baumwolle in einem Rosaton, und ich fand, der Rosaton hat so schön hierzu gepasst, dass ich den mir einfach genommen habe und mitlaufen gelassen habe. Ja, genau. Und das ist jetzt sozusagen das Tuch. Und zu diesem Muster hier kommt am Sonntag, wenn ich es schaffe, also morgen, ein Video, wie man das in einem Tuch sozusagen einarbeitet oder wie man ein Tuch mit diesem Muster häkelt. Ja, genau. Das kommt aber nur jetzt als kleines Zwischendurch, weil ich für meinen Top noch ein bisschen brauche einfach. Ja, aber versetzen wir jetzt erstmal den Maschenmarkierer. Also es kamen circa, ich glaube, 5 Reihen oder sowas kamen dazu. Da waren wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen, die dazu kamen. Ach doch, das ist schon okay. Ich dachte, es wäre weniger, aber ist es nicht. Ja, an meinem Seelenwärmer habe ich jetzt noch gar nicht weitergearbeitet, weil ich die Woche angefangen habe, auch noch die Anleitung sozusagen zu machen mit von dem Top, von ihm hier. Und ja, da habe ich jetzt angefangen, und die wird dann auch, ich hoffe, in 14 Tagen sonntags online kommen. Und ja, schauen wir mal. Ich hoffe, ich kriege sie bis dahin fertig, weil ich das jetzt doch in meiner Größe häkel und nicht in der Größe oder eine kleineren Größe, sondern ich häkel das wirklich in meiner Größe, damit ihr da einfach einen kleinen Anhalt habt, wie groß das nachher einfach ist. Ja, genau. Also, da bin ich dran. Und dann wurde noch bei dem letzten Video gefragt, oder bei dem letzten Video nicht, bei meinem Raglan, bei dem RVO, dem V-Ausschnitt, wie man das in eine Jacke bekommt, also wie man den V-Ausschnitt bei einer Jacke hinbekommt. Und ich habe ja ganz am Anfang, wie ich das probiert habe, ja den RVO von oben zwar hinbekommen, aber keinen zusammenschließenden V-Ausschnitt, sondern bei mir wurde das dann hier meine Jacke. Ja, also das funktioniert auch. Und wenn es gewünscht ist, kann ich dazu auch gerne eine kleine Anleitung machen, also wie man dann hier weiterarbeitet sozusagen von dem RVO, oder möchtest du das eher dann einmal komplett haben? Kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das wäre schön zu wissen, denn dann kann ich das ein bisschen besser umsetzen. Aber wie gesagt, das dauert dann ein bisschen, weil ich ja die Sachen dann komplett neu anschlagen werde. Ja? Und ja, dadurch dauert das dann halt ein bisschen. Aber ich nehme auch meistens Schritt für Schritt einfach mit bei meinen Sachen und zeige auch gerne
wie viel ich wann gehäkelt habe. Ja. Genau. So viel dazu. Also wenn das gewünscht ist, mache ich auch gerne zu so einer kleinen Jacke mit V-Ausschnitt sozusagen eine ganz kleine Anleitung fertig. Und dann schauen wir mal, wie es gewünscht ist. Das hier war noch auch ein Garn von der Miss Pimpinella. Das war der zweite Überraschungsbobbel zu hier dem rosanen. Und ich muss gestehen, ich dachte erst, wow, rot. Aber ich finde die Jacke jetzt wirklich sehr, sehr schön. Die hat auch nur so ein, also ist sozusagen schulterfrei oder armfrei und hat auch ein bisschen weiteren Armausschnitt, weil wenn ich die habe ich meistens im Übergang angehabt und da habe ich meistens noch so ein kleines Pullischen drunter oder sowas und da finde ich das angenehmer, wenn der Arm ein bisschen weiter ist einfach. Aber man kann ja auch eine Sommerversion machen, indem man den dann einfach ein bisschen kürzer macht. Das geht ja genauso. Ja, wie gesagt, das hier war der erste Versuch, einen V-Ausschnitt zu häkeln. Aber der hat sich nicht getroffen. Also ja, weil er sich nicht getroffen hat, weil ich nicht wusste, wie ich es zusammennehmen soll, wurde er dann halt eine Jacke. Genau. Ja. Ja. Das war es auch schon irgendwie. Wie gesagt, zu diesem Muster hier kommt am Sonntag ein kleines Video. Ich weiß jetzt gar nicht, ob so eine Tasche gewünscht ist. Das kannst du mir auch gerne mal schreiben, denn eigentlich ist sie ja ganz praktisch. Ich habe jetzt auch kein Inlay gemacht, weil die schon gut zuhält, aber das kommt dann auch immer auf das Garn drauf an. Und das kann man ja dann gucken. Ja, kannst du mir ja mal Bescheid geben, wie du das siehst, wie du das findest. Und wie gesagt, die Jacke einmal, dann noch und der Pulli, der Top, ich denke mal, wie gesagt, in 14 Tagen. 14 Tagen, ja, sonntags. Das hier ist ein Garn von Märchengarne. Das war so ein, ja, also das Garn hieß Entlein. Und das war bei den Angeboten und das habe ich bekommen, weil das stand auch auf der Banderole drauf, weil das Produktionsfehler hatte. Ich habe jetzt keine festgestellt beim Häkeln. Vielleicht war da irgendein Farbverlauf kürzer oder irgendein Faden vom Verlauf kürzer oder sowas. Das kann ja gut sein. Aber da ich das nicht weiß, hat es mich einfach nicht gestört. Ja, aber so fand ich den schon wirklich, wirklich schön. Hat sich auch super häkeln lassen, auch mit dem Glitzerfaden da mit drin. Es startet ja erst ohne Glitzer. Vielleicht ist das auch der Fehler, dass der Glitzerfaden überall sein sollte. Also es ist hier erstmal ohne den Glitzerfaden und hier in dem hellen Grau startet dann der Glitzer und geht hier in das Grau-Rosa weiter und dann hier in das Rosa und hier unten bei dem Fuchsiafarbenen ist er wieder weg. Ja, aber auch sehr, sehr schön, finde ich. Eine schöne Wolle, ein schönes Garn. Ja, genau. Dann würde ich sagen, ja, war es das eigentlich auch schon von mir. Ein kleines kurzes Video. Und in diesem Sinne hoffe ich, es geht dir gut. Du bist gut durch die Woche gekommen und du hattest eine schöne Woche. Und das setzt sich dann hoffentlich am Wochenende fort, dass dir da auch nur Gutes passiert. In diesem Sinne, lass mir gerne ein Däumchen da, wenn dir das Video gefallen hat. Und auch gerne einen Kommentar, wenn du möchtest.
Ja, und dann würde ich sagen, bleib gesund. Wir hören und sehen uns dann das nächste Mal. Mach's gut. Tschüss.